In diesem Video geht es um nicht weniger als eine Technologie, die die gesamte Energieversorgung auf unserem Planeten von Grund auf revolutionieren möchte. Es geht um den sogenannten Dual-Fluid-Reaktor, eine patentierte Technologie, die nicht wie Leichtwasserreaktoren herkömmliche Brennstäbe, sondern flüssigen Brennstoff nutzt und diesen mit einem Kühlkreis aus flüssigem Blei kombiniert. Daher der Name Dual-Fluid, also zwei Flüssigkeiten. In diesem Video schauen wir uns die Funktionsweise etwas genauer an, inklusive Vor- und Nachteilen der Technologie und wollen dann die Frage klären, ob diese Technologie tatsächlich die Revolution sein wird, die den Klimawandel beendet und die Energiewende damit zum Erfolg bringt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Schauen wir uns zunächst die Funktionsweise des Dual-Fluid-Reaktors an. Die Technologie basiert auf zwei Kreisläufen mit zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten. Im gelben Kreislauf, dem Brennstoffkreislauf, wird flüssiges Salz oder Metall genutzt, um den Brennstoff, beispielsweise Uransalz, Plutoniumsalz oder Thoriumsalz, in den Reaktor zu transportieren. Der Kreislauf ist so aufgebaut, dass durch die Geometrie der Röhren nur im Reaktor Kritikalität erreicht wird und es so zur kontrollierten Reaktion kommt. Im Kühlkreislauf, der die Energie in Form von Wärme vom Reaktor abtransportiert, wird flüssiges Blei bei etwa 1000 Grad Celsius genutzt. Das Blei schirmt die Strahlung ab und wird dabei selbst nicht strahlend. Über einen Wärmetauscher kann dann beispielsweise Wasserdampf mit sehr hohen Temperaturen erzeugt werden. Dieser kann dann beispielsweise durch die Kombination von Gas- und Dampfturbinen und Generatoren in Strom umgewandelt werden. Da der Kernbrennstoff im ersten Kreislauf in einer Flüssigkeit in den Reaktor eingebracht wird, reguliert sich der Reaktor selbst. Wenn sich die Temperatur im Reaktor über die 1000 Grad Celsius erhöht, nimmt die Dichte der Flüssigkeit und damit die Dichte des Brennstoffs ab und die Reaktion verlangsamt sich. Dadurch sinkt die Temperatur wieder ab. Zusätzlich soll ein Notablass aus einem Schmelzpfropfen dazu führen, dass bei Überhitzung automatisch der Kernbrennstoff aus dem Reaktor abfließt und die Reaktion damit beendet wird. Das Konzept hat laut den Entwicklern auf dem Papier eine Reihe von Vorteilen gegenüber von Leichtwasserreaktoren. Durch Selbstregulierung und das Zusatzventil bietet es eine deutlich erhöhte Sicherheit. Die Kosten belaufen sich laut den Erfindern auf 2,4 Cent pro Kilowattstunde, billiger als jede andere Energiequelle aktuell. Die Energie wird zudem emissionsarm erzeugt, da die Reaktoren klein sind und wenig Material benötigen. Dadurch ergeben sich etwa halb so viel CO2-Emissionen wie bei normalen AKW, die ja auch schon niedrige CO2-Emissionen haben. Atommüll, der ja sonst eines der größten Probleme der Atomkraft ist, kann als Brennstoff genutzt werden. Laut Erfinder kann aus dem gesamten deutschen Atommüll etwa 220.000 Terawattstunden Strom erzeugt werden. Das entspricht dem aktuellen deutschen Stromverbrauch für etwa 350 Jahre. Das dann entstehende Endprodukt soll nur noch etwa 300 Jahre aktiver als das in der Natur vorkommende Uran sein. Die Technologie hat einen deutlich geringeren Flächenverbrauch als erneuerbare wie Wind und PV. Durch die modulare Bauweise können die Reaktoren überall eingesetzt werden, ein weiterer Netzausbau wäre nicht notwendig. Zudem hat die Technologie einen deutlich höheren Wirkungsgrad als aktuelle AKW durch die hohen Temperaturen. Zusätzlich kann die Abwärme auch als Prozesswärme genutzt werden. Liest man all die Vorteile, ist man schnell vom Konzept des Dual-Fluid-Reaktors überzeugt. Es löst quasi alle Probleme der Atomenergie und bringt noch eine Reihe zusätzlicher Vorteile zu allen anderen Technologien mit sich. Wenn ihr jetzt genau wie ich gehypt seid von einer, wie es scheint, mehr als nur bahnbrechenden Technologie, drückt jetzt den Like-Button. Sollten alle Versprechungen der Erfinder stimmen, wird diese Technologie nicht weniger als die gesamte Energieversorgung auf der Erde revolutionieren. Gibt es also überhaupt Nachteile? Recherchiert man etwas weiter, zeigt sich, dass zum Thema neben dem Patent nur relativ wenige wissenschaftliche Publikationen existieren, in Zeitschriften mit eher geringem Impact. In der wissenschaftlichen Welt scheint das Konzept deutlich geringere Wellen geschlagen zu haben als in manchen Medien. Das Konzept ist eine Kombination aus den drei bereits bekannten Hochtemperaturreaktoren, Brutreaktoren und Flüssigsalzreaktoren, die im Prinzip schon lange bekannt sind, kombiniert mit dem zusätzlichen Blei-Kühlsystem. Die Konzepte wurden auch schon vor Jahrzehnten entwickelt und teilweise schon seit 1960 mehrfach aufgebaut und getestet. Es hat jedoch keines davon so gut funktioniert, dass es sich in der Praxis hätte durchsetzen können, da es in den Details immer zahlreiche Probleme gibt.
Insbesondere Materialproblematiken, da in diesem Reaktor flüssige Salze bei etwa 1000 Grad Celsius genutzt werden. Diese sind bei hohen Temperaturen extrem reaktiv, was keine bisher bekannten Materialien lange aushalten. Auch die dabei entstehenden extrem hohen Strahlungen sind ebenfalls höchst anspruchsvoll für die Lebensdauer vieler Materialien. Die Transmutation von Atommüll, also die Umwandlung hochradioaktiver Bestandteile in nur kürzer und weniger strahlende Abfälle, die der Reaktor ermöglichen soll, ist wohl nur für einen Teil des Atommülls überhaupt möglich. Dieser müsste dafür aufwendig wieder aufbereitet werden. Man bräuchte dazu also mindestens eine Wiederaufbereitungsanlage. Für die nötigen Verfahren gibt es bisher nur theoretische Untersuchungen und kleine Versuche im Labormaßstab. Zum dafür neuen Konzept der Erfinder ist nur wenig bekannt. Das gesamte Dual-Fluid-Konzept scheint bisher nur auf dem Papier zu existieren. Es konnte seine Vorteile weder in detaillierten Simulationen noch in der Realität unter Beweis stellen. Obwohl sich mit der vorgestellten Technologie Unsummen an Geld verdienen lassen könnten, finden sich scheinbar bisher keine großen Investoren. Vermutlich, weil man für die ganzen Probleme der ähnlichen Konzepte keine überzeugenden Lösungen hat. Und selbst wenn das alles funktionieren sollte, ist nach dem optimistischen Zeitplan der Entwickler die Marktreife frühestens 2034 erreicht. Bis dahin sollte unsere Energieversorgung schon größtenteils auf Erneuerbaren basieren. Fachleute rechnen sogar eher mit 20 bis 50 Jahren, falls die Technologie überhaupt realisierbar ist. Bevor wir zum Fazit und meiner persönlichen Meinung kommen, lasst jetzt ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch zukünftig kein spannendes Technikvideo zur Energiewende zu verpassen. Die Technologie hat auf dem Papier eine Reihe von Vorteilen. Wenn es jemals gelingt, einen Reaktor mit all den genannten Vorteilen zu entwickeln, bin ich mir sicher, dass die Atomenergie eine zweite Chance bekommen wird. Das scheint bisher allerdings eher ein Traum als Realität zu sein. Schön, wenn er irgendwann in Erfüllung geht. Viele der Vorteile sind aber bisher nicht belegt und werden von den Erfindern auch nicht weiter erläutert, während zahlreiche Fachleute große Zweifel haben. Bis das Konzept zumindest im Prototyp erfolgreich mit allen Vorteilen demonstriert wird, sollte man an real erprobten Technologien festhalten und die Energiewende damit vorantreiben. Aktuell kann uns hier der Dual-Fluid-Reaktor definitiv noch nicht helfen. Sollte das Konzept dann mit allen Vorteilen funktionieren, kann es auch 2034 noch einen Push der Energiewende bringen. Wenn nicht, müssen wir diese auch ohne die Technologie bewerkstelligen. Zahlreiche Technologien dafür haben wir auch heute schon. Schaut euch jetzt beispielsweise hier das Video über die Rolle von Biogasanlagen an oder erfahrt hier mehr über einen möglichen Blackout ohne Atomkraftwerke in Deutschland und drückt davor noch kurz den Like-Button, falls dir das Video gefallen hat.